Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jeder von euch kennt bestimmt die Problematik mit den kaputten oder beschädigten Autositzen. Am häufigsten sind die Sitzwagen und die Sitzflächen an dem Fahrersitz beschädigt. Das ist auf jeden Fall eine ärgerliche und sehr teure Angelegenheit, die die gesamte Innenraumoptik zerstören kann. Ich werde dir deshalb in diesem Video zeigen, wie man die Problematik kostengünstig und selber beseitigen kann. Bevor ich damit beginne, zeige ich dir erstmal, wie man den Sitz ausbaut. Als Anschauungsobjekt habe ich hier meinen 190er. Und dort haben wir insgesamt 4 Befestigungspunkte. Hier kann man das auf jeden Fall besser erkennen. Das ist die vordere Seite, da sieht man die Bohrung. Und hier auch. Und weiter geht es hier oben. Hier haben wir eine Bohrung und hier auch. Das ist praktisch die Rückseite. Und so sieht es im Fahrzeug aus. Der Sitz wurde ganz nach hinten verschoben. Das ist die linke und das ist die rechte Seite. Hier befinden sich die Schrauben, Schlüsselweite 10 mm, unter den Kunststoffabdeckungen, die mit einem Demontagewerkzeug von hinten nach vorne entfernt werden. 2 weitere Befestigungspunkte befinden sich hinten. Dafür muss der Sitz nach vorne verschoben werden. Das ist die erste Schraube und das ist die zweite. Beide Schlüsselweite 10 mm. Und die 5. und letzte Schraube befindet sich hier an der Seite unter der Kunststoffabdeckung. Auch Schlüsselweite 10 mm. Das kann man an diesem Sitz ganz gut sehen. So, da sitzt die Schraube drin. Und wenn der Sitz draußen ist, dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann ihn zum Beispiel zum Sattler bringen, dort reichlich Geld ausgeben, aber es ist keine Kunst, das kann jeder. Zweite Option, wie in diesem Fall einen guten, gebrauchten und günstigen Autositz kaufen. Ich habe den Sitz für das T-Modell gekauft, bei dem die Sitzwange sehr stark verschlissen ist. Ich habe hier sehr viel Glück gehabt und habe diesen Sitz für 60 € inklusive Mittelarmlehne bekommen. Das ist unbestritten ein super Schnäppchen, das man ganz selten findet. Deshalb gibt es noch eine weitere Option, die den Fahrersitz meines 190ers retten wird. Aber jetzt schauen wir uns den Patienten an, der gerettet werden muss. Die Sitzwange sieht hier zum Glück sehr gut aus. Anders ist es aber mit der Sitzfläche. Hier ist ein fortgeschrittener Verschleiß sichtbar, der sich mit Sicherheit in der nächsten Zeit in ein Loch verwandeln wird. Ich habe mir deshalb in weiser Voraussicht den gebrauchten Sitz gekauft, den ich als Ersatzteilspender verwenden werde. Er war super günstig, weil die Sitzwange hier bereits beschädigt ist. Das stört mich aber nicht, weil ich nur den Bezug für die Sitzfläche benötige und der sieht hier fast wie neu aus. Übrigens, die Bezüge von dem Fahrer- und Beifahrersitz sind identisch, können also untereinander ausgetauscht werden. So, jetzt sind wir bei dem Austausch angekommen. Ich zeige dir, wie der Sitz aufgebaut ist und wie man ihn zerlegen kann. Alle Werkzeuge und Hilfsmittel, die man dafür benötigt, habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findest du auch die Möglichkeit, das Video zu liken, was mich sehr freuen wird. So, jetzt aber genug geredet. Ich fange an mit der Demontage, indem ich die Abdeckung an der Rückseite entferne. Dafür müssen die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernt werden. Im nächsten Schritt entferne ich die Rückenlehne, indem ich insgesamt 4 Schrauben löse. Schlüsselweite 13 mm. Und jetzt kann der Stoff abgezogen werden. Ich beginne unten, indem ich den Stoff nach innen ziehe und dann geht es weiter nach oben. Der Bezug ist an 4 Stellen befestigt. 1, 2, 3, 4. Das funktioniert praktisch wie ein Haken. Und jetzt mit der anderen Seite wird genau das gleiche gemacht. Ich fange hier unten an und dann gehe ich weiter nach oben. So, weiter geht es hier oben. Der Stoff ist hier praktisch nur reingesteckt und wird mit 2 Klammern festgehalten. Also einfach nur rausziehen. Und so sehen die Klammern aus. Eine und hier ist die andere. Der Stoff befindet sich praktisch dazwischen. Jetzt der nächste Schritt.
Hier wird der Stoff von dem Häkchen abgezogen und so sieht es aus. Und auf der anderen Seite haben wir genau das gleiche. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo ein Demontagewerkzeug zum Einsatz kommt. Hier ziehe ich den Stoff leicht nach oben und helfe mit dem Demontagewerkzeug. So, als nächstes werden die weißen Kunststoffhalter entfernt. Pro Seite haben wir 4 Stück. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Hier drücken wir praktisch den Stoff und ziehen den Halter raus. Sollte es bei der Demontage Probleme geben, kann man auch einen Schraubendreher verwenden, mit dem man den Haken praktisch nach oben zieht. Dann kann man den weißen Halter leichter entfernen. Und jetzt ist natürlich die andere Seite dran. Hier werde ich zeigen, wie das mit dem Schraubendreher funktioniert. Den stecke ich hier rein, ziehe den Haken nach oben und schiebe den Kunststoffhalter raus. So, die andere Seite ist auch schon fertig. Ich habe das ein wenig abgekürzt. Ich werde an dieser Stelle noch aber eine Sache zeigen, und zwar, ich habe mir sein Werkzeug gebastelt und das Werkzeug ist sehr hilfreich bei der Montage. Damit wird praktisch der Haken nach oben gezogen und wenn ich den Stoff leicht nach unten drücke, dann kann der Halter reingeschoben werden. Ja, jetzt aber wieder zurück zu der Demontage. Wir müssen noch an der Stelle den Stoff befreien, indem wir praktisch den weißen Gummi von dem Halter abziehen. So, und dann hier genauso. Zack. Ist praktisch an 3 Stellen befestigt. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt kann der Halter abgezogen werden. Ich zeige gleich, wie er aussieht. Dann kann man sich das alles besser vorstellen. Achso, ich merke, da unten ist auch noch die Schlaufe, die jetzt befreit werden muss. Und da sieht man jetzt die Befestigungspunkte. Das waren die 3, die ich gezeigt habe, und die beiden, die waren versteckt. Und das ist das Gegenstück. Ich habe alle Befestigungspunkte gelöst. Jetzt kann der Stoff oder der Bezug abgezogen werden. Ich fange an dieser Stelle an, weil wir hier den besten Zugang haben. Und dann ziehe ich das alles auseinander. Vor dem nächsten Arbeitsschritt müssen noch die Klammern entfernt werden. Hier unten haben wir eine, oder eigentlich pro Seite eine. Der Stoff wurde hier festgetackert, deshalb entferne ich mit der Zange die Klammer. Auf der anderen Seite wird jetzt genau das gleiche gemacht. So, ich habe das ein bisschen abgekürzt. Jetzt ist der Stoff hier frei und kann abgezogen werden. Und deshalb der letzte Schritt der Demontage der Rückenlehne. Das ist der Stoff, der jetzt ausgetauscht werden kann. Hier sieht man auch noch die Haken, wo die weißen Halter befestigt sind. Sie befinden sich auf beiden Seiten. Und da sind die Schlaufen, die wir von dem weißen Träger abgezogen haben. Und bevor ich zu der Sitzfläche komme, jetzt noch ganz kurz zu der Sitzwange. Da ist auch der Schaumstoff verschlissen, da fehlt praktisch der Stoff. Deshalb müssen wir das hier großflächig ausschneiden und den beschädigten Stoff ersetzen. Diese Stelle wird selbstverständlich geklebt. Und jetzt, wie schon angedeutet, ist die Sitzfläche dran. Ich beginne an dieser Stelle. Hier ziehe ich den Stoff nach oben und helfe mit dem Demontagewerkzeug. Und das mache ich über die gesamte Länge. Und
jetzt geht es eigentlich schon von Hand weiter. Naja, nicht ganz. Also man braucht doch noch das Werkzeug dazu. Ein kleiner Tipp von mir an der Stelle: auf jeden Fall nicht den Schraubendreher benutzen, weil man damit den Stoff leicht beschädigen kann. So, das ist erledigt. Weiter geht es an der Seite. Hier haben wir genau die gleiche Vorgehensweise. Nach außen ziehen und mit dem Werkzeug helfen. Jetzt fange ich auf der anderen Seite wieder an. Ich drücke den Sitz jetzt gegen den Boden und dann ziehe ich den Stoff aus der Halterung raus. So. Ich habe den Bezug hinten gelöst, jetzt kann er nach vorne abgezogen werden. Und das ist die Ausbeute. Der Bezug sieht so aus. Das alles ist hier verklebt, deshalb werde ich das nicht auseinandernehmen. Es ist auch nicht notwendig. Sieht wirklich top aus, muss noch ein bisschen gereinigt werden. Und wenn man noch die Absicht hat, das ein bisschen aufzupolstern, dann kann man noch dazwischen was reinschieben. Der Zusammenbau funktioniert genauso, aber in der umgekehrten Reihenfolge ist völlig unspektakulär, deshalb werde ich das nicht zeigen. Ich bin aber sehr gespannt, was du darüber denkst. Schreib mir deshalb deine Meinung in die Kommentare. Findest du diese Methode interessant oder ist es einfach nur unnötiger Aufwand? Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ich von dir einen Like bekomme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.